Du kennst mit Sicherheit das Thema, du probierst ein neues Lackpflege- oder Politurprodukt aus und willst wissen, ist es jetzt gut, ist es besser als das andere oder ist es eine Steigerung zum vorherigen Zustand. Und dann kannst du gerne drauf gucken und das alles einschätzen, und wie wir es auch versuchen zu machen. Aber man kann es auch objektivieren. Und da haben wir die wichtigsten Maßstäbe, die wir uns anschauen wollen. Nämlich haben wir eine Farbvertiefung, also eine Farbauffrischung. Haben wir Glanz und einen Glanzschleier, also wie klar ist dieser Glanz. Haben wir eine hydrophobe Oberfläche, also ein Beading, Wasserabwehrverhalten, und ein Sheeting, Wasserablaufverhalten. Das sind alles Sachen, die wir herausfinden wollen, und die könnt ihr hier testen. Deswegen würde ich sagen, erzähl uns doch gerne mal was zu euren Testmethoden und wie die funktionieren. Genau. Wir haben hier eine typische Lackplatte, die wir nutzen für unsere Tests. Die ist also halbseitig jetzt mit einem Produkt aufpoliert worden, und wir wollen jetzt mal uns anschauen, welche Kriterien haben wir denn, wie wir dieses Ergebnis auch bewerten können und wie machen wir das Ganze. Da haben wir als erstes die Farbauffrischung. Hierzu gibt es so eine sogenannte Grautafel, ja, wo also verschiedene Farbauffrischungsstufen abgebildet sind. Ja. Und man kann eben hier durch Vergleichen herangehen und sich die Farbauffrischung wählen, die dem optischen Eindruck am nächsten kommt. Und so kann man auch über viele Versuchsreihen die Farbauffrischung so beurteilen, wie das Auge das wahrnimmt. In dem Fall würde ich mir sagen, liegen wir so mindestens im Bereich von 1. Ja. Das geht also von 1 bis 5. 5 ist also kein Unterschied mehr. Ja. In dem Fall wäre es also hier Farbauffrischung 1. Das kann man also festhalten und hat dann einen Basiswert, mit dem man dann andere Rezepturen auch vergleichen kann. Ja. Okay, das Thema Farbvertiefung ist klar. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Jetzt nochmal ein spannendes Thema. Was ist Glanz? Und dann im nächsten Schritt, was bedeutet Glanzschleier? Genau. Wir haben ja hier 2 Bilder. Ja. Und wenn man jetzt jemanden die Frage stellt, wo wäre der Glanz höher, was würdest du sagen? Auf der Seite. Genau. Man würde ja jetzt allgemein meinen, auf der linken Seite ist der Glanz höher. Wenn man aber dann die Messwerte anschaut, dann sieht man, dass der Glanz auf beiden Seiten unverändert hoch ist. Ja? Das heißt, das Auge sieht was anderes, als ein Glanzmessgerät wiedergeben würde. Ja. Ja? Also das bedeutet, Glanz ist nicht das alleinige Merkmal, um einfach eine Polierleistung zu bewerten. Ja? Hinzu kommt noch der Glanzschleier, und den sieht man hier. Ja, hier sieht man also deutliche Unterschiede. Das heißt, diese Seite, da ist der Glanzschleier relativ niedrig und hier ist der Glanzschleier sehr hoch. Das bedeutet, um eine objektive Aussage für eine Leistungsfähigkeit einer Politur zu haben, ja, muss man sowohl Glanz als auch Glanzschleier messen, vorher und nachher. Ja. Und das optische Ergebnis ist ideal, wenn erstens die Farbauffrischung möglichst intensiv ist, zweitens die Glanzsteigerung möglichst hoch ist und gleichzeitig der Glanzschleier möglichst weit reduziert wird. Ja. Dann hat man also eben das optisch optimale Ergebnisse, und wir haben eben hier Möglichkeiten, alle diese Punkte zu bestimmen und zu messen und zu vergleichen. Woher kommt es, dass mit dem Glanzgrad nicht automatisch der Schleier abnimmt? Warum kann der gleiche Glanzgrad mit einem unterschiedlich hohen Schleier bestehen? Das erkläre ich jetzt hier mal kurz, den Unterschied zwischen Glanz und Glanzschleier. Wenn man sich hier die Lackoberfläche anschaut, ja, dann ist Glanz die Lichtreflexion im gleichen Winkel. Ja. Ja. Also hier ist jeweils der gleiche Winkel. Ja, und die Intensität der Lichtreflexion, die macht also den Glanz aus. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Kratzer habe und die Lichtbrechung verändert wird, reduziert das den Glanz. Richtig. Aber wir haben jetzt, was speziell hier zu sehen ist, diese Unschärfe im Spiegelbild, ja, die wird verursacht durch Streulicht nahe der Hauptreflexionsrichtung. Das nimmt das Auge als Glanzschleier wahr. Ja. Und mit unserem Messgerät kann man sowohl die direkte Reflexion messen, als auch den Streulichtanteil, der entsteht durch die Lackoberfläche. Ja. Ja. Und dadurch eben auch den Glanzschleier vorher und nachher bestimmen und die Reduzierung des Glanzschleiers ermitteln. Und dadurch bekomme ich also einen Eindruck, wie sich der Glanzschleier im Idealfall verbessert. Okay. Ja. Und damit stimmt das Ergebnis dann auch mit dem optischen Eindruck überein. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal laienhaft vielleicht richtig verstanden habe, der Glanz reduziert sich durch gröbere Kratzer, also eine gröbere Brechung, und sehr feine Kratzer sorgen dafür, dass der Glanzschleier sich erhöht. Ah, ja. Richtig. Daher auch der Haze und der Grauschleier beim Polieren mit der Exzentermaschine. Wieder was gelernt.
Theorie sitzt. Jetzt haben wir verstanden, hoffentlich du auch, aber davon gehe ich aus, was Glanz und was Glanzschleier ist. Und jetzt schauen wir uns mal die Messwerte in der Praxis auf der Platte an. Genau. Wir messen jetzt die Glanz- und Glanzschleierwerte. Dazu kommt mein Kollege mit dazu. Und du notierst dir vielleicht So mache ich die Werte vorher, nachher. Wir messen jetzt mal 3 Messpunkte auf der unbehandelten Fläche. Der obere Wert ist der Glanzschleier, 47, 47,0. Unten haben wir den Glanz, 70,7, Glanzschleier. 17,2 und der obere ist 86,1. Man kann sich zur Orientierung sagen, ein Neuwagen Glanz liegt etwa zwischen 85 und 90 Glanzeinheiten. Das heißt, wir sind hier mit 86,1 schon relativ nah an Neuwagenqualität. Ja. Glanzschleier misst man meistens unter 20. Also hier auch schon ein sehr gutes Ergebnis, ja, wo man sagen kann, da kommt man schon sehr nahe an die Neuwagenqualität ran. Würden wir jetzt mit dem Spraywax diese Werte noch verbessern? Denn beim Glanz wird es schwierig. Ja. Ich sag mal, das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Man muss sich ja eines auch vor Augen führen. Eine Politur ist in der Lage, den Lack zu glätten und den Streulichtanteil natürlich deutlich besser und effektiver zu reduzieren als ein Spraywachs, weil wir ja an der Oberfläche nichts verändern. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass wir mit einer Spraywachsbehandlung in diesem Fall keine signifikante Steigerung mehr erzielen werden. So, also der Glanzschleier liegt bei 18,1, also praktisch nichts. Und 86,4. Also wahrscheinlich kann man das als Messtoleranz abtun. Ja, ich schreibe es dann noch mal hier auf. Aber 18,1 und 86,4. Also wirklich keine wirkliche Verbesserung, auch keine Verschlechterung. Ja. Lack ist halt auf Neuwagenqualität, mehr geht halt nicht. Und jetzt gucken wir mal, ob auf der unpolierten Seite was passiert. Okay. Okay, da haben wir den Mittelwert. Der Glanzschleier oben 45,0 und der Glanz bei 75,7. Also wir sehen, wir haben tatsächlich eine Verbesserung erzielt. Ja, richtig. Nicht extrem, aber immerhin, ne, im Vergleich zu einer polierten Fläche, wo es faktisch keine Änderungen gibt, haben wir immerhin eine kleine Verbesserung des Glanzgrades und auch des Glanzschleiers erzielt. Der Glanzschleier ist eben geringer geworden. Das ist dem geschuldet, weil wir keine mechanische Oberflächenglättung herbeiführen. Nur quasi die Beschichtung des Wachses trägt hier zur Glanzschleierreduzierung bei. Das heißt, richtig effektive Glanzschleierreduzierung erreichen wir nur durch Polieren. Ja. Thema Glanz haben wir abgehakt. Jetzt ist das berühmte Beading, Sheeting ja immer noch ein Thema. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Beading an. Erzähl doch mal bitte, was bringt mir eigentlich Beading und was bedeutet Beading? Okay, Beading bedeutet ja Tropfenbildung. Je kugeliger der Tropfen, umso besser ist das Beading. Ja. Wie bestimmt man sowas? Man kann das übers Auge versuchen zu machen, aber da gibt es bei 5 Personen 7 Meinungen. Ja. Von daher haben wir ein Randwinkelmessgerät, ja, mit dem man die Tropfenform quasi den Randwinkel bestimmen kann. Je höher der Randwinkel, umso besser ist das Beading. Und wie das genau jetzt aussieht, das wollen wir uns hier mal anschauen. Wir beginnen jetzt mal mit der unbehandelten Oberfläche, setzen hier einen Tropfen ab und haben hier dann links und rechts einen Randwinkel, der gemessen wird. Und daraus bildet dann das Gerät einen Mittelwert. Und der Mittelwert liegt jetzt bei 76,93. Das ist der unbehandelte Wert. Und jetzt messen wir mal eine mit Spraywachs behandelte Oberfläche. Und hier haben wir dann einen Mittelwert von 103,94 Grad. Gut, was sagen jetzt die Werte aus? Wir haben also hier unseren Tropfen. Bei einer unbehandelten Fläche sieht der Tropfen ja in etwa so aus. Ja, ziemlich flach. Ja. Und das Messgerät berechnet quasi hier eine Kreisformel. Ja, und aus dieser Kreisformel lässt sich eben dann dieser Randwinkel, die Tangente hier, dieser Randwinkel Alpha, lässt sich hier dann eben berechnen. Ja. Und wenn wir dann in den Bereich gute Hydrophobie kommen, dann haben wir so einen Tropfen. Da ist dann zum Beispiel hier ein Randwinkel von 90 Grad. Und wenn es dann noch besser wird, dann wird der Randwinkel, ich übertreibe es jetzt mal, so. Ja.
Tangente ist so und wir haben dann hier eben Randwinkel von, ich sage jetzt mal, 110 Grad. Wäre so das Optimum sozusagen. Genau. Und je höher der Randwinkel, umso höher ist eben das Speeding ausgeprägt. Ja? Und man kann dann eben auch vergleichen vorher, nachher und kann also die Hydrophobiesteigerung nochmal messen und erfassen und so auch vergleichen. Das kann man dann auch über Waschzyklen durchführen. Das machen wir natürlich dann auch. Ja? Nach jeder Wäsche wird dann eben der Randwinkel gemessen und so kann man dann einen Hydrophobieverlauf sich anschauen und schauen, wie waschbeständig ist zum Beispiel so eine Sprühversiegelung. Ja. Und was bringt mir jetzt möglichst hoher Randwinkel in der Praxis? Was habe ich davon auf meinem Lack? Es ist erstens mal so, dass der Randwinkel natürlich auch signalisiert, dass ich einen guten Oberflächenschutz drauf habe. Ja? Und in aller Regel wirken solche gut hydrophoben Oberflächen auch schmutzabweisend. Ja? Das heißt, die Oberfläche bleibt länger sauber und dadurch habe ich also weniger Verschmutzungen durch Straßenstaub auf meinem Fahrzeug. Die Wäsche ist schonender und ich habe weniger Gefahr, auch beim Waschen den Lack zu verkratzen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, inwieweit das Spraywax ohne Vorarbeit den Randwinkel von 76 Grad hier verbessern kann. Okay. Gut, die Oberfläche ist auch hier vorbereitet. Wir haben eine unpolierte, aber mit Spraywax behandelte Oberfläche und gucken mal, ob der Randwinkel sich ändert, also das Peeling zunimmt. 103,66. Also auch starkes Ergebnis. Wir haben eine Steigerung von 76 und ein paar Zerquetsche auf 103,66 und nur ein Nachkommaunterschied zur polierten und versiegelten Oberfläche. Das bedeutet quasi, das A1 High-End Spraywax funktioniert also hervorragend auf polierten Oberflächen als auch auf unpolierten, matten und nicht gepflegten Oberflächen. Einen Test haben wir noch, den wir uns anschauen wollen, nämlich das Sheeting. Aus meiner Sicht sehr wichtiger Faktor, aber ich überlasse dir mal das Wort. Erzähl doch mal bitte was dazu. Neben dem Beading ist ja auch das Sheeting ein Thema, das also auch die Kunden sehr interessiert, ja, das auch maßgeblich die Hydrophobie wenn man die Hydrophobie bewerten kann. Ja. Wir haben hier eben einen speziellen Hydrophobie-Prüfstand, ja, mit dem wir unter definierten Bedingungen konstanter Wassermenge die behandelten Lackoberflächen benetzen, ja, und dann bestimmen, wie lange das Wasser braucht, bis es also abläuft. Das Gerät ist also exakt im 30-Grad-Winkel ausgerichtet, sodass die Lackplatte immer den gleichen Winkel aufweist. Wir haben eine konstante Wassermenge und so kann man dann auch Produktvergleichstests durchführen und bei Waschzyklen dann eben auch das Sheeting bestimmen. Dann würde ich sagen, feuerfrei. Okay. Also man sieht jetzt hier, wie wir die Lackfläche beregnen, ja, mit konstanter Durchflussmenge, eine gewisse Fläche. Und jetzt messen wir mal, wie lange das braucht, um die Fläche wasserfrei zu bekommen. Das heißt, bis der Film aufgelöst ist sozusagen. Jetzt, also 7,5 Sekunden. Genau. Jetzt drehen wir die Platte und testen dann, wie es ausschaut auf der behandelten Fläche. 1,25 und 1,13. Also so können wir also hier das Sheeting in Zahlen fassen, vergleichen, ja, und so eben auch eine Aussage treffen, wie das Sheeting neben dem Beading eben auch sich entwickelt, Waschzyklen durchführen und dann damit auch ein Ergebnis ermitteln. Wir haben also gesehen, die Performance vom Spraywax ist erstmal unabhängig von der Behandlung der Oberfläche. Haben wir auch in unserem Belastungstest gezeigt, dass irgendwann bei ganz starker Chemieeinwirkung schon ein Unterschied besteht, erstmal aber kein Unterschied wahrnehmbar ist. Vielleicht hat euch das Video in dem Bereich ein bisschen sensibilisiert, mich auf jeden Fall, da noch mal mehr darauf zu achten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.